SEO hat sich komplett verändert. Wusstest du, dass Google 2025 komplett neue Schwerpunkte setzt? Es heißt, kein Ranking mehr, ohne die richtigen Faktoren zu kennen. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Sebastian und ich leite eine erfolgreiche SEO-Agentur in Wien und helfe seit über 10 Jahren Unternehmen dabei, bessere Rankings und mehr Kunden zu gewinnen. In diesem Video zeige ich dir die 15 wichtigsten Google-Ranking-Faktoren für 2025, die du jetzt umsetzen musst, um ganz oben dabei zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob du eine Website hast oder einen Online-Shop. Bleib bis zum Ende dran, weil Faktor Nummer 13 könnte der Grund sein, warum du schon heute nicht in der Top-Position 1 bist. Öffne deine Notiz-App und lass uns starten. Punkt 1, ein sehr wichtiger, ist das Search Intent. Google fragt sich nämlich bei jeder Suche, was will der Nutzer wirklich finden? Und genau das musst du verstehen. Bei Zahnarzt Wien möchte der Kunde Öffnungszeiten oder eine Möglichkeit zur Terminbuchung haben und keine wissenschaftliche Abhandlung für Zahnmedizin finden. Teste einfach selbst deine Keywords in Google aus. Welche Arten von Ergebnissen findest du? Findest du sehr viele Blogartikel, ist das ein Hinweis, dass eher Informationen gesucht werden. Und wenn ganz viele Mitbewerber oder Verkaufsseiten oder Shops gelistet werden, dann ist ein Signal dafür, dass der User kaufen möchte. Wenn du dir unsicher bist, ob du die richtige Suchintention hast, dann poste einfach dein Keyword und Suchintention unten in die Kommentare. Punkt Nummer 2 ist EEAT. Steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Also Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Ende 2022 hat Google dieses Konzept ins Leben gerufen, um Inhalte zu beurteilen, ob diese qualitativ hochwertig sind. Dabei geht es gar nicht darum, wie gut der Inhalt ist, sondern eher, wer den Inhalt publiziert hat, auf welcher Domäne, wer ist der Autor, wann das letzte Mal aktualisiert und so weiter. Wenn du über sensible Themen sprichst, wie Gesundheit, Finanzen oder angrenzende Themen, dann ist dieses Konzept sehr, sehr wichtig für dich. Also zeige deinen Nutzern und natürlich Google, dass du Experte bist für dein Thema und auch praktische Erfahrung hast. Das stärkt das Vertrauen eben zu deinen Inhalten und hilft dir dabei, ein besseres Ranking zu bekommen. Thema Nummer 3, semantische Relevanz. Also es reicht schon lange nicht mehr, ein Keyword einfach 100 Mal auf deiner Seite zu integrieren. Google versteht ja mittlerweile einfach Zusammenhänge. Also wenn du zum Beispiel über Laufschuhe schreibst, dann sollten so Begriffe wie Trailrunning oder Dämpfung oder Marathon auch im Text vorkommen. Solche Inhalte empfindet Google als wertvoller. Und denk vor allem auch dran, Semantik hört nicht beim Text auf einer URL auf, sondern achte darauf, dass deine ganze Website semantisch eben über ein Thema sich beschäftigt. Also bist du vielleicht Friseur und Agentur, dann würde ich diese beiden Sachen trennen. Sonst ist die Empfehlung, sich über interne Links Gedanken zu machen, aber dazu später mehr. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann schenk uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Das hilft uns einfach, dass mehr Leute unsere Videos sehen und motiviert uns natürlich, weitere solche Videos zu machen. Punkt Nummer 4 ist die Nutzererfahrung. Das ist ein entscheidender Ranking-Faktor, der meist unterschätzt wird, weil er auch schwer zu messen ist. Google misst nämlich die User-Zufriedenheit auf deiner Website. Hier gibt es ältere Metrics, so wie Absprungsraten, Verweildauer und Seitenaufrufe. Das sind alles Metriken, die du in Google Analytics auslesen kannst. Aber es gibt auch sehr viele Metriken, die man leider nicht direkt auswerten kann. Nämlich sowas wie zum Beispiel Back to SERP. Also wer googelt, klickt auf dein Ergebnis, ist ein paar Sekunden auf deiner Website und geht dann wieder zurück in Google und klickt weitere Ergebnisse an. Das sind eben Daten, die wir leider nicht einsehbar haben, aber sehr wichtig sind, damit Google entscheiden kann, hat der User auf deiner Website das gefunden, wonach er sucht. Beschäftigst du dich schon aktiv mit diesem Thema? Wenn ja, lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Punkt Nummer 5, Core Web Vitals, ein nicht neues Thema, aber ein sehr wichtiges weiterhin. Core Web Vitals ist die Übersetzung von Ladezeit, also damit eine Webseite schnell lädt, aber auch beim Laden nicht verrutscht und die Interaktion einfach relativ schnell möglich ist. Der Status deiner Google Core Web Vitals kannst du in der Google Search Console dir anschauen oder so Tools wie gtmetrix.com verwenden. Also schau einfach, dass du sehr viel aus deiner Ladezeit herausholst und deine Core Web Vitals immer über 80% sind. Wenn dir SEO zu kompliziert wirkt oder du keine Zeit hast für die Umsetzung, dann überlass es den Profis. Bei eTabs bieten wir SEO Done for You ein. Ab 1.500 € pro Monat machen wir das komplett maßgeschneidert für dich. Google einfach eTabs SEO Agentur und mach dir ein kostenfreies Erstgespräch aus. Faktor Nummer 6
ist das Thema Backlinks. Und zwar hier aber Qualität statt Quantität. Google hat zwar gesagt, es ist nicht mehr die Top 3 wichtigsten Google-Ranking-Faktoren. Aus meiner Sicht ist es vielleicht Nummer 4 oder 5 von 250. Also noch immer ein sehr wichtiger Bestandteil, um in Google-Rankings eine gute Position zu bekommen. Allerdings ist, wie gesagt, hier die Qualität wichtiger als die Quantität. Ein guter Backlink kommt von einer vertrauenswürdigen Seite, die selbst eben eine starke Domain-Autorität hat. Links aus Firmenverzeichnissen oder Spam-Seiten macht meist keinen Sinn. Wie bekommst du solche Links? Gastartikel, Partnerschaften, dein Netzwerk oder andere Methoden. Dazu blende ich dir auch eine unserer Backlink-Videos ein, 12 Methoden, die ich dir in dem Video vorstelle. Punkt Nummer 7 ist Mobile First Indexing. Google schaut sich deine Webseite nur mehr mobil an. Ist grundsätzlich keine Überraschung, auch ein Großteil im Web Surfenden sind ja mobile User. Daher teste deine Website immer auch mobil oder vor allem mobil. Schau dir an, was sieht man, welche Texte sind versteckt, wann kommen welche Buttons und ist das User-Erlebnis vor allem eben am mobilen Endgerät ein gutes oder nicht. Genau, und auch hier gilt natürlich beim Layout, es soll schnell laden, es soll nichts verrutschen. Punkt Nummer 8 sind visuelle Elemente. Egal ob es eine Verkaufsseite ist, eine Kategorieseite oder eine Produktseite oder ein Blogartikel, Elemente wie Bilder und Videos werden immer wichtiger denn je. Bilder, vor allem wenn sie selbst erstellt worden sind oder selbst fotografiert wurden, und Videos, die selbst gemacht worden sind, sprechen den User einfach auf anderen Ebenen an und erhöht ganz klar auch natürlich die Verweildauer. Optimierte Bilder, das heißt Alttexte ausgefüllt, helfen nicht nur im SEO weiter, sondern natürlich auch im Bereich der Barrierefreiheit. Also Multimedia steigert nicht nur das Engagement, sondern hilft dir auch, Rankings zu erzeugen. Punkt Nummer 9 ist eine klare und gute Seitenstruktur zu haben. Google und User verstehen deine Website einfach schneller, wenn das Menü und die Struktur deiner Seite klar ist. Hauptelement ist natürlich das Menü und wie das aufbereitet ist. Aber in Shops sind genauso Dinge wie Breadcrumbs total wichtig, wo man einfach gerade weiß, wenn ich auf das Produkt gerade besucht habe, wo bin ich denn gerade im Pfad des Online-Shops, in welche Kategorien kann ich vielleicht weiter surfen und so weiter. Die Aufgabe ist, jede Seite sollte 2 bis maximal 3 Klicks von der Startseite entfernt sein. Dann redet man von einer guten Seitenstruktur. Ähnlich wie beim Apfelstrudel, bei einem sehr guten Rezept weiß man Stück für Stück, wie man so einen köstlichen Apfelstrudel eben backt. Eine gute Seitenstruktur, wie ein guter Apfelstrudel, erhöht die Nutzererfahrung und macht Google leichter, Inhalte einfach zu verstehen. Der Joke mit dem Apfelstrudel verstehen nur Insider, die regelmäßig unsere Videos schauen. Punkt Nummer 10 ist Aktualität der Inhalte. Google bevorzugt einfach aktualisierte Inhalte. Was ist der Tipp? Halte deine Blogartikel auf dem neuesten Stand. Überprüfe einfach regelmäßig, ob sich was auch getan hat, ob sich was verändert hat. Wenn wir natürlich SEO-Artikel haben, müssen wir hier mindestens einmal pro Jahr drüber arbeiten, weil sich die Welt einfach weiter verändert. Wenn du vielleicht Rezepte hast, dann verändert sich das vielleicht nicht so sehr, als wenn du vielleicht eine Review-Seite hast über das neueste iPhone und du bist schon 2 Modelle hinterher. Also wann hast du das letzte Mal deine Inhalte aktualisiert und hast du einen regelmäßigen Rhythmus, um das zu tun? Wenn nicht, denk drüber nach. Punkt Nummer 11, starke Markensignale. Google liebt Marken und wird das aus meiner Sicht auch immer mehr ausbauen. Marken und Suchvolumen der Marken, das heißt, wie oft wird deine Marke gesucht, ist ein Hinweis, wie wichtig den Usern deine Website oder Online-Shop ist. Deswegen eigentlich jede Online-Marketing- und Marketingmaßnahme, die hilft, dass deine Brand öfters gesucht wird, beziehungsweise umso bekannter deine Marke wird, umso einfacher und besser wird SEO funktionieren. Punkt Nummer 12 ist lokales SEO, also Präsenz vor Ort, wenn du vor Ort bist. Hier spreche ich speziell die Google Business Profile an und auf deiner Webseite oder Shop eigene Seiten, die sich um deinen Standort drehen. Google Business Profile sind kostenfrei. Hier ein gut ausgefülltes Profil zu haben und regelmäßig um Bewertungen zu bitten, ist mal die Grundlage, um in einer Stadt oder Region besser gefunden zu werden. Macht natürlich nur Sinn, wenn du auch Kundenverkehr dort hast. Aber auf der Website kann man im Local SEO Dinge tun, nämlich möchtest du
für SEO-Agenturen München gefunden werden, dann macht es Sinn, eine Seite aufzubauen, die sich genau um das dreht. Und so kannst du auf unserer Website auch, gib einfach ein Itelps SEO-Agentur München oder Itelps SEO-Agentur Wien und du wirst mehrere Seiten dafür finden. Punkt Nummer 13, Social Signals. Das sind indirekte Ranking-Signale und haben ganz viele Vorteile, sind aber schwer zu beherrschen. Also alle Likes, Shares und Kommentare auf Social-Media-Plattformen, egal auf welcher, fördern natürlich, dass deine Marke mehr Aufmerksamkeit bekommt. Umso mehr natürlich, Beispiel ein TikTok-Video geteilt wird, umso stärker wird deine Marke präsent. Und hier haken wir wieder auf den Punkt 11 ein, nämlich Markenreichweite zu bekommen, hilft uns bessere Rankings zu generieren. Und Social Media ist hier ein sehr guter Weg, um deine Markenbekanntheit deutlich zu steigern. Aktuell heißester Tipp ist auf jeden Fall TikTok im Kurzvideobereich, weil hier die größte Chance besteht, mit Videos, egal mit wie viel Follower man hat, viral zu gehen. Es hat fast keine Plattform aktuell diese große Chance. Und Punkt Nummer 15 ist keine 404-Fehler. Regelmäßig zu überprüfen, dass man keine internen oder externen 404-Fehler auf der eigenen Webseite hat, hilft enorm. Ich würde immer empfehlen, eine Art 404-Monitoring auf der Website zu aktivieren. Hat man RankMath Pro oder Yoast SEO. Bei WordPress hat man das automatisch inkludiert und hier regelmäßig hineinschauen, ob irgendwelche Links oder Aufrufe getätigt werden, die es eben nicht gibt und einen sogenannten 404-Fehler aufrufen. Umso mehr solche Fehler du auf der Website hast, umso eher hast du ein Problem mit Rankings. Das waren die 15 wichtigsten Google-Ranking-Faktoren für 2025 und jetzt liegt es an dir, diese umzusetzen. Oder du gönnst dir jetzt einen Apfelstrudel und kontaktierst uns und wir übernehmen das für dich. Wenn dich das Thema interessiert, wie man mit Trendthemen wie zum Beispiel Dubai-Schokolade relativ schnell auf Platz 1 in Google rankt, dann empfehle ich dir jetzt dieses Video weiterzuschauen. Und wenn dich die 6 hartnäckigsten SEO-Irrtümer interessieren, dann würde ich dir jetzt dieses Video empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, dich gleich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis gleich.